Clara und Max diskutieren, ob Technologie unsere Freizeit verbessert oder beeinträchtigt. Max, wie siehst du das? Ist Technologie in der Freizeit eher ein Vorteil oder macht sie uns abhängig? Ehrlich gesagt denke ich, dass sie uns mehr Vorteile bringt. Man kann entspannen, spielen oder etwas Neues lernen, alles mit einem Klick. Das stimmt zwar, aber glaubst du nicht, dass viele Menschen zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringen? Ich finde, wir sollten öfter abschalten. Das mag sein, aber ich denke, es kommt darauf an, wie man Technologie nutzt. Man sollte bewusste Entscheidungen treffen. Absolut. Trotzdem denke ich, dass es oft schwierig ist, eine Grenze zu ziehen. Man wird leicht abgelenkt. Da stimme ich dir zu. Gerade soziale Medien können viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man nicht aufpasst. Genau das meine ich. Ich finde, wir sollten uns öfter bewusst entscheiden, offline zu sein, um die Zeit besser zu nutzen. Das ist ein guter Punkt. Aber glaubst du, dass man komplett auf Technologie verzichten kann? Ich denke, sie gehört inzwischen einfach dazu. Natürlich, aber es geht ja nicht um Verzicht, sondern um Balance. Man muss bewusster damit umgehen. Ganz genau. Aber glaubst du, dass Menschen überhaupt noch wissen, wie man sich ohne Technologie unterhält? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, viele haben es verlernt, sich ohne Handy oder Tablet zu beschäftigen. Das sehe ich ähnlich. Vielleicht wäre es gut, öfter mal digitale Detox-Tage einzulegen. Super Idee. So könnte man wieder lernen, andere Dinge zu genießen, wie ein gutes Buch oder einen Spaziergang. Da hast du recht. Aber glaubst du, dass das wirklich umsetzbar ist? Ich denke, viele hängen zu sehr an ihren Geräten. Das kann sein. Aber wenn man kleine Schritte macht, kann es gelingen. Zum Beispiel könnte man abends das Handy ausschalten. Das klingt sinnvoll. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Unbedingt. Und wer weiß, vielleicht fühlst du dich danach entspannter und produktiver. Das wäre ideal. Aber glaubst du, dass man ganz ohne Technologie genauso viel Spaß haben kann? Natürlich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Brettspiele, Sport oder Zeit mit Freunden. Alles offline. Da stimme ich dir zu. Vielleicht sollte ich mal ein Wochenende komplett ohne Technologie versuchen. Gute Idee. Am Ende geht es doch darum, bewusst zu genießen, egal ob mit oder ohne Technologie. Ganz genau. Dann lass uns doch gemeinsam eine Offline-Challenge ausprobieren. Perfekt. Das wird bestimmt eine spannende Erfahrung. Julia und Max diskutieren, ob nachhaltige Mode eine realistische Alternative zur Fast Fashion ist. Max, was denkst du darüber? Ist nachhaltige Mode wirklich eine Alternative zu Fast Fashion? Ehrlich gesagt bin ich da skeptisch. Ich denke, nachhaltige Mode ist oft teuer und für viele Menschen nicht erschwinglich. Das kann ich nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach sollten wir alle versuchen, bewusster einzukaufen. Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um die Umwelt. Das stimmt zwar, aber glaubst du, dass Menschen wirklich bereit sind, mehr Geld für Kleidung auszugeben, wenn sie günstige Alternativen haben? Das ist ein berechtigter Punkt. Ich finde, es sollte mehr Aufklärung geben, warum nachhaltige Mode wichtig ist. Viele wissen gar nicht, wie schädlich Fast Fashion für die Umwelt ist. Da hast du recht. Aber was ist mit der Auswahl? Ich denke, Fast Fashion bietet einfach mehr Möglichkeiten und schneller neue Trends. Natürlich. Aber glaubst du nicht, dass wir zu viele Kleidungsstücke kaufen, die wir kaum tragen? Weniger, aber besser wäre doch ein guter Ansatz. Das sehe ich ein. Aber glaubst du, dass sich die Einstellung der Menschen so leicht ändern lässt? Mode ist für viele eine Form der Selbstverwirklichung.
Das stimmt. Trotzdem finde ich, dass man seinen Stil auch mit weniger Kleidung ausdrücken kann. Qualität vor Quantität, wie man so schön sagt. Absolut. Aber was ist mit der Bequemlichkeit? Ich finde, Fast Fashion ist einfach zugänglicher, besonders online. Das mag sein. Aber es gibt inzwischen viele nachhaltige Marken, die ebenfalls online verkaufen. Es braucht nur ein bisschen Recherche. Das ist wahr. Aber glaubst du, dass nachhaltige Mode langfristig wirklich einen Unterschied macht? Auf jeden Fall. Jede kleine Veränderung zählt. Wenn mehr Menschen nachhaltige Entscheidungen treffen, wird der Druck auf die großen Unternehmen größer. Das klingt sinnvoll. Aber was ist mit Recycling? Ich denke, wir könnten auch mehr tun, um alte Kleidung wiederzuverwenden. Ganz genau. Man könnte Second-Hand-Läden oder Tauschbörsen fördern. Das ist nachhaltig und schont den Geldbeutel. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte ich mal in einem Second-Hand-Laden stöbern. Gute Idee. Du wirst überrascht sein, wie viele tolle Dinge man dort finden kann. Vielleicht hast du recht. Aber glaubst du, dass Unternehmen wirklich bereit sind, ihre Produktionsweisen zu ändern? Das hängt davon ab, wie viel Druck wir als Konsumenten machen. Am Ende entscheiden wir mit unserem Kaufverhalten. Da stimme ich dir zu. Vielleicht ist es Zeit, bewusster zu konsumieren und weniger auf Trends zu achten. Absolut. Ich finde, wir sollten uns auf zeitlose und qualitativ hochwertige Kleidung konzentrieren. Ganz meine Meinung. Dann lass uns gemeinsam schauen, wie wir unseren Konsum nachhaltiger gestalten können. Super Idee. Es fängt bei jedem Einzelnen an. Sophie und Leon diskutieren die Vor- und Nachteile flexibler Arbeitszeiten. Leon, wie stehst du dazu? Sind flexible Arbeitszeiten wirklich ein Vorteil oder bringen sie auch Probleme mit sich? Ehrlich gesagt finde ich flexible Arbeitszeiten großartig. Man kann seine Arbeit besser an den eigenen Rhythmus anpassen. Das mag stimmen, aber glaubst du nicht, dass viele Menschen dadurch Schwierigkeiten haben, eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen? Das ist ein berechtigter Punkt. Man müsste darauf achten, feste Pausen und Arbeitszeiten einzuhalten, auch wenn man flexibel arbeitet. Ganz genau. Aber glaubst du, dass alle Arbeitnehmer diszipliniert genug sind, das selbst zu organisieren? Natürlich nicht, aber ich denke, es ist eine Frage der Gewohnheit. Mit der Zeit findet jeder seinen eigenen Rhythmus. Das sehe ich ein. Trotzdem finde ich, dass flexible Arbeitszeiten auch den Druck erhöhen können, ständig erreichbar zu sein. Da stimme ich dir zu. Deshalb ist es wichtig, klare Regeln mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Absolut. Aber glaubst du, dass flexible Arbeitszeiten die Produktivität wirklich steigern? Auf jeden Fall. Man kann arbeiten, wenn man am produktivsten ist und ist nicht an starre Zeiten gebunden. Das klingt sinnvoll. Aber was ist mit Teamarbeit? Ich finde, es ist schwieriger, Projekte zu koordinieren, wenn alle unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Das stimmt. Man müsste feste Kernzeiten einführen, in denen alle erreichbar sind. Das halte ich für eine gute Lösung. Aber glaubst du, dass flexible Arbeitszeiten in allen Berufen umsetzbar sind? Natürlich nicht. In Berufen wie Pflege oder Gastronomie ist Flexibilität oft begrenzt. Ganz genau. Aber für Büroarbeit und kreative Berufe scheint es eine gute Option zu sein. Da bin ich bei dir. Trotzdem glaube ich, dass man nicht alle Vorteile sehen darf, ohne die Nachteile zu berücksichtigen. Das stimmt. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen, wenn man es richtig umsetzt. Absolut. Vielleicht sollte man mehr Unternehmen motivieren,
flexible Arbeitsmodelle auszuprobieren. Super Idee. Es braucht aber auch Unterstützung, zum Beispiel durch klare Leitlinien und Schulungen für Mitarbeiter. Ganz genau. Am Ende geht es doch darum, eine Balance zu finden, die für alle funktioniert. Richtig. Vielleicht liegt die Zukunft der Arbeit in einer Kombination aus flexiblen und festen Elementen. Das klingt nach einem guten Plan. Dann hat jeder das Beste aus beiden Welten. Absolut. Es geht darum, das Arbeiten effizient und angenehm zu gestalten. Ganz meine Meinung. Vielleicht sollten wir diese Ideen mal in unserem Team besprechen. Unbedingt. Es könnte der erste Schritt zu einer besseren Work-Life-Balance sein. Emma und Paul diskutieren, ob Zoos in der heutigen Zeit noch akzeptabel sind. Paul, wie siehst du das? Sollten Zoos heutzutage noch existieren oder sollten wir sie abschaffen? Ehrlich gesagt finde ich, dass Zoos wichtig sind. Ich denke, sie spielen eine große Rolle im Artenschutz und in der Bildung. Das sehe ich anders. Ich finde, dass Zoos Tiere einsperren und ihnen nicht das bieten können, was sie in der Wildnis brauchen. Das mag stimmen, aber glaubst du, dass alle Tiere in der Wildnis überleben könnten? Viele sind gefährdet und brauchen Schutzräume. Natürlich. Aber glaubst du, dass ein Zoo der richtige Ort ist? Ich denke, es gibt bessere Alternativen, wie Schutzgebiete oder Reservate. Das ist ein guter Punkt. Aber glaubst du, dass Schutzgebiete dieselbe Bildungsfunktion erfüllen können wie Zoos? Viele Menschen lernen dort zum ersten Mal etwas über Tiere. Das stimmt zwar, aber heutzutage kann man durch Filme und virtuelle Technologien genauso viel lernen, vielleicht sogar mehr. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, es ist etwas anderes, Tiere direkt zu sehen. Das weckt mehr Bewusstsein und Empathie. Aber zu welchem Preis? Viele Tiere leiden in Zoos unter Stress und Bewegungsmangel. Das ist nicht zu rechtfertigen. Da stimme ich dir teilweise zu. Aber glaubst du, dass alle Zoos so schlecht sind? Viele moderne Zoos setzen auf große Gehege und artgerechte Haltung. Das mag sein. Aber glaubst du nicht, dass selbst die besten Zoos den Tieren nicht das bieten können, was sie wirklich brauchen? Natürlich nicht. Aber ich denke, dass es besser ist, Tiere in einem guten Zoo zu schützen, als sie in der Wildnis aussterben zu lassen. Das sehe ich anders. Ich finde, wir sollten uns auf die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume konzentrieren, anstatt sie in Gefangenschaft zu halten. Das wäre ideal. Aber glaubst du, dass das realistisch ist? Die Zerstörung der Lebensräume geht doch unaufhaltsam weiter. Genau deshalb müssen wir dagegen etwas tun, statt uns auf Zoos zu verlassen. Das mag stimmen, aber glaubst du, dass das kurzfristig umsetzbar ist? Zoos könnten in der Zwischenzeit eine Übergangslösung sein. Ich denke, dass das die falsche Richtung ist. Wenn wir auf Zoos setzen, wird der Fokus auf den Schutz der Wildnis vernachlässigt. Das sehe ich nicht so. Ich finde, beides kann parallel laufen. Zoos für Bildung und Schutzgebiete für die Wildnis. Da stimme ich nicht zu. Zoos lenken Ressourcen und Aufmerksamkeit von den wirklichen Problemen ab. Dann werden wir hier wohl nicht einig. Aber wir können beide zustimmen, dass der Schutz der Tiere oberste Priorität haben sollte. Das auf jeden Fall. Lea und Max diskutieren, ob Homeschooling eine sinnvolle Alternative zur Schulpflicht sein kann. Max, was hältst du davon, Homeschooling als Alternative zur Schulpflicht anzubieten? Ehrlich gesagt, halte ich nicht viel davon. Ich finde, Kinder brauchen eine klare Struktur. Und die bekommen sie nur in der Schule. Das sehe ich anders. Ich denke, Homeschooling bietet viele Vorteile, wie individuelles Lernen
und mehr Flexibilität. Das mag stimmen, aber glaubst du, dass alle Eltern in der Lage sind, ihren Kindern den Stoff richtig beizubringen? Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass mit der richtigen Unterstützung und Online-Ressourcen vieles möglich ist. Das klingt idealistisch. Aber glaubst du, dass Kinder zu Hause dieselbe soziale Entwicklung durchmachen wie in der Schule? Nicht unbedingt. Aber glaubst du, dass die Schule der einzige Ort ist, wo man soziale Kontakte knüpfen kann? Es gibt auch Vereine und Gruppen. Das stimmt. Aber glaubst du, dass Kinder den gleichen Zugang zu Bildung haben, wenn die Qualität des Unterrichts zu Hause von den Eltern abhängt? Das ist ein berechtigter Punkt. Aber glaubst du, dass das aktuelle Schulsystem für alle Kinder geeignet ist? Viele werden nicht individuell gefördert. Da hast du recht. Aber glaubst du, dass Homeschooling wirklich die bessere Lösung ist? Ich denke, es verstärkt Ungleichheiten. Das mag sein. Aber ich finde, dass es Familien geben könnte, die diese Freiheit sinnvoll nutzen und ihre Kinder besser fördern könnten. Das sehe ich kritisch. Ich glaube, die Verantwortung für Bildung sollte nicht nur bei den Eltern liegen. Natürlich nicht. Aber glaubst du nicht, dass es gut wäre, zumindest die Möglichkeit zu bieten? Das kommt darauf an. Ich sehe die Gefahr, dass Kinder isoliert werden oder nicht die gleiche Qualität an Bildung erhalten. Das ist ein Argument. Aber glaubst du, dass das Schulsystem wirklich jedem Kind gerecht wird? Natürlich nicht. Aber ich finde, es wäre besser, das System zu verbessern, statt auf Homeschooling zu setzen. Das sehe ich anders. Ich denke, mehr Vielfalt im Bildungssystem könnte allen zugutekommen. Das mag stimmen. Aber glaubst du, dass Homeschooling langfristig flächendeckend funktionieren könnte? Ich glaube ja. Mit den richtigen Standards und Kontrollen wäre es durchaus möglich. Ich bin anderer Meinung. Die Schule bietet mehr als nur Wissen. Sie vermittelt auch Werte und Gemeinschaft. Das ist wahr. Aber ich finde, dass diese Aspekte auch außerhalb der Schule vermittelt werden können. Dann haben wir wohl unterschiedliche Ansichten. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken. Das auf jeden Fall.